Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Sie hören Radio 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann. Non-stop, Techno-Pop. Musik non-stop, Techno-Pop. Non-stop, Techno-Pop. Musik non-stop, Techno-Pop.
Radio 1 Elektrobeats. Jeder der 8 ausverkauften Kraftwerk-Konzertabende in der neuen Nationalgalerie, die ich das große Glück hatte, alle besuchen zu dürfen, endete mit dem Dreierblock Boing, Bumchak, Technopop und dem eben gehörten Music Nonstop, wo die Musiker dann nacheinander die Bühne verließen. Als letzter Ralf Hütter. Das eben gehörte war übrigens ein exklusiver kurzer Live-Mitschnitt des ersten Abends vom 6. Januar, wo das Autobahnalbum im Mittelpunkt stand, aber auch wie an jedem der 7 folgenden Abende ein 1,5-stündiger Best-of-Block. Weitere exklusive Titelmitschnitte, die Sie im Verlaufe dieser Stunde hören werden, sind Autobahn und die Roboter, die mir freundlicherweise von Kraftwerk für die heutige Sendung zur Verfügung gestellt wurden. Zu 2 Stunden Radio 1 Elektrobeats begrüßt Sie recht herzlich Olaf Zimmermann, und bevor Sie in der 2. Stunde die Ergebnisse des von Ihnen gevoteten Hörerpolls 2014 erfahren werden, starte ich gleich mit einem besonderen Interviewknüller ins 29. Jahr meiner wöchentlichen Elektroniksendung. Ich habe Montagabend nach der The Mix Show Ralf Hütter backstage zu einem exklusiven Interview getroffen, das jetzt gleich folgen wird.
Die Kraftwerk-Katalog-Werkschau-Konzerte starteten ja 2012 im New Yorker MoMA. Ich wollte von Ralf Hütter wissen, wie und von wem die Idee kam, die Alben von Autobahn bis Tour de France komplett aufzuführen. Wir haben die Gelegenheit bekommen vom MoMA, die Einladung zu einer Retrospektive, und ich habe dann im Studio überlegt, was machen wir, alte Fotos, alte Bilder, Texte, Objekte, Instrumente, Roboter. Das hat mir alles so nicht so gepasst, war so mehr eine Vitrinenausstellung, und dann urplötzlich habe ich den Gedanken entwickelt, zusammen mit dem Kurator und der Galeristin, nach der Einladung. Und dann habe ich den Gedanken entwickelt, dass wir unser Gesamtwerk einfach aufführen, das, was wir machen, eben Performance und dann eben im Laufe der Jahre 3D und auch mit 3D-Sound, und das war dann einige Jahre Arbeit, und wir haben das dann zum ersten Mal im MoMA aufgeführt. Nach New York habt ihr in der Kunstsammlung in Düsseldorf, der Londoner Tate Modern, im Opernhaus in Sydney, in Japan, Wien, Paris und jetzt hier in Berlin in der Neuen Nationalgalerie gespielt. Das sind ja alles ganz spezielle Locations. Nach welchen Aspekten habt ihr diese ausgewählt, und wo war es für euch besonders spannend? Es ist eigentlich überall spannend, weil es immer anders ist. Also wenn man in Sydney vor dem Opernhaus steht oder eben im MoMA mitten in der City. In Düsseldorf war fantastisch, weil die Kunstsammlung ist ein schwarzes Gebäude, so granitartig und wir haben das im Januar gespielt, und einige Tage vorher hat es geschneit. Die ganze Stadt war während unseres Gastspiels 14 Tage lang mit Schnee bedeckt, und das macht dann so eine unheimliche Ruhe, weil das den ganzen Klang dämpft draußen, und der Schnee ist auch geblieben. Normalerweise ist der in der Stadt nach ein paar Tagen weg oder matschig und schmilzt weg, und das war die ganze Zeit also eine weiße Stadt, und wir haben in diesem schwarzen Kunstgebäude gespielt, und das war so ein fantastischer langer Raum, wo eben die ganzen 3D-Klänge und auch die Bilder fliegen. Fantastisch ist natürlich auch hier in Berlin die Neue Nationalgalerie als Raumkunstwerk, transparent. Wir haben einige, weil Bies van der Rohe hat nicht bedacht, dass Kraftwerk hier spielt. Wir haben einige Klanginstallationen gemacht, also Schallschutz oder Absorber installiert, um diesen Klang hier zu verwirklichen. Ich habe euch 3-mal in Berlin erlebt, 1991 in die Halle in Weißensee, 2004 im Tempodrom und jetzt an 8 wundervollen Abenden in der Neuen Nationalgalerie. Was bzw. welche Gedanken verbinden dich persönlich mit Berlin? Mit Berlin verbindet mich natürlich die Energie, die die Stadt ausstrahlt. Wir waren im Prinzip relativ selten hier. Wir waren sogar noch mal zur Mauerzeit im frühen Stadium hier. Ich kann mich dunkel erinnern, in meinem Volkswagen mussten wir dann die ganzen Instrumente ausladen bei der Transitautobahn und hier wieder nochmal ausladen und wieder einpacken. Und es war also schon in der Zeit sehr kompliziert, insbesondere mit elektronischem Equipment zu reisen. Da wurde immer irgendwelche Funkverbindungen oder Spionage und alle möglichen technologischen Schnickschnack vermutet. Heutzutage ist es natürlich fantastisch, und wir fühlen uns super. Ihr habt schon vor einigen Jahren begonnen, 3D-Visuals einzusetzen. Ich glaube, es war beim Konzert in Wolfsburg, unter anderem bei dem Stück Vitamin. Eure Katalogkonzerte sind jetzt komplett 2 Stunden lang in 3D. Wie habt ihr dieses visuelle Großkonzept gestemmt? Mit welcher Unterstützung? Zu Technopop-Zeiten habt ihr unter anderem auch mit dem Institute of Technology in New York zusammengearbeitet. Dies haben wir ganz alleine gemacht mit unseren Technikern, Programmierern. Wir sind ein ganz kleines Team von 2, 3, 4 Leuten. Mein Freund Emil Schuld, der Maler, eben Beuys-Schüler, hat mir auch geholfen. Wir haben einige alte Comics, die wir hatten, neu restauriert, also bei Space Lab und Skizzen aus unseren Archiven, Bilder, Ölbilder haben wir neu gestaltet oder erweitert und Phasen gemacht und dann eben mit unseren Ingenieuren programmiert. Wir haben eigene 3D-Programme. Das geht heutzutage. Also die Technik hat sich zum Glück in unsere Richtung entwickelt, dass man da kreativ mitarbeiten kann. Aber es hat eben doch
über 4 Jahre gedauert. Einige der Visuals tragen ja sehr auch autobiografische Züge, zum Beispiel auf Autobahnen. Das ist, glaube ich, dein alter PKW zu sehen. Ja, ist mein alter Käfer mit der Nummer, die haben wir etwas verändert, KR 70, weil eben Kraftwerk 70 begonnen hat und das ist mein alter grauer Käfer Standard. Radio 1 Electrobeats. Jeden Abend wurde auch mit großem Beifall vom Publikum bedacht, wenn das Space Lab im 3D-Video neben der neuen Nationalgalerie gelandet ist. Habt ihr solche regionalen visuellen Gimmicks auch bei euren anderen Konzerten eingebaut? Ja, das Space Lab selbst, das wissen die wenigsten, das ist das Evoluon in Eindhoven von Philips, ein Philips-Pavillon. Den haben wir da zum ersten Mal eingesetzt und in 3D erzeugt und haben ihn da praktisch landen lassen vor sich selbst und wir sind dann so eine Art Fantasy, Fiction und das Comic und das hat uns so begeistert und die Leute haben sich so gefreut und dann haben wir das immer mitgenommen und jetzt landet er immer da, wo wir sind und ich glaube, es wird auch verstanden. Seit dem Unglück in Fukushima singst du Parts von Radioaktivität in Japanisch, jetzt sogar eine ganze Strophe, die dir, glaube ich, Ryuichi Sakamoto übersetzt hat. Den habe ich auch schon mal interviewt. Was singst du da genau und wie drückt man sich das Japanische drauf? Er hat mir das übersetzt und wir haben das zusammen besprochen und Ryuichi hat mir dann phonetisch die Buchstaben, er spricht ja auch perfekt Englisch, die Buchstaben aufgeschrieben und ich singe das praktisch nach phonetischen Nihon Demo Hoshano. Und Hoshano ist der radioaktive Unfall auf Japanisch. Und wir haben auch an einer Veranstaltung, die er organisiert hat, No Nukes in Japan, Tokio, teilgenommen. Und die Schriftzeichen hat uns auch ein Japaner dann installiert, sodass wir das in unser ganzes Konzert mit eingebaut haben. Radio 1 Electrobeats. Ihr agiert auf der Bühne im Line-Up, du, Ralf Hütter links, dann Henning Schmitz, Fritz Hilbert und Falk Griefenhagen. Ich glaube, Falk ist der Video-Operator. Gibt es so eine Art musikalische Arbeitsteilung zwischen euch dreien und verwendet ihr rein virtuelle Instrumente bzw. Software? Ja, es ist alles auf Software. Und ich spiele aber auch Keyboards, aber die steuern natürlich auch verschiedene Sounds aus elektronischen Quellen. Und die Arbeitsteilung ist, ich habe so einen mehr melodischen Teil, aber ich spiele auch Akkorde und Sounds und mache dann Sprechgesang und auch Vocodergesang. Und Henning macht sehr viel Sequenzen, Bass und Fritz macht so perkussive Sound im Hauptsound. Wir arrangieren das auch und Falk ist auch Musiker und er arrangiert dann natürlich perfekt die Visuals, dass alles immer im Takt ist und synchron zur Musik abläuft. Das ist ja eine ganz große Gabe, dass man, wie er das macht, dass man die Musik versteht und das Arrangement so auch gestaltet und ich habe dann versucht, so elektronische Räume darzustellen und 3D entsprechend der Musik atmen zu lassen. Es ist ja nicht eine Handlung, sondern es sind oft Zustände oder Abläufe, dynamische Abläufe, die wir darstellen. Situationen und Landschaften, elektronische Landschaften und in dieser ganzen Richtung entwickelt sich das. Einige Kritiker haben geschrieben, dass sie vermisst haben, dass ihr eure Alben nicht 1:1 werkgetreu aufgeführt habt. Ich persönlich fand es sehr erfrischend, Antenne, Taschenrechner, den Morgenspaziergang, Computerliebe und viele andere Titel in geupdateten neuen Fassungen live zu hören. Habt ihr vor, diese in irgendeiner Form auch mal demnächst zugänglich zu machen? Musik ist ein lebendes Medium und das ist nicht eine tote Skulptur. Und unsere Musik lebt, die wird improvisiert und die wird mit unseren Mitteln von heute erzeugt und dargestellt und produziert. Und wir gucken nicht zurück, wir machen das heute und gucken nach vorne. Und wir arbeiten zurzeit an einer 3D-DVD, die das sicherlich dann dokumentieren wird.
Ein Höhepunkt eurer Show ist auch immer der Einsatz der Roboterpuppen in einer Art Roboterballett. Die waren bei den Konzerten 2013 noch nicht am Start, beispielsweise in Düsseldorf. Diese Roboterpuppen haben in den vielen Jahren bei Kraftwerk ja auch diverse Metamorphosen durchlaufen. Du sprachst in den 90er Jahren in einem Interview mit mir darüber, dass dich dieser mechanische, statische Robotergeist fasziniert. Auf der The Mix Tour sahen die Roboterpuppen noch sehr mechanisch aus. Man sah die Gelenke und Torsi. Jetzt sind die Roboterpuppen bekleidet und sehen etwas aus wie euer Styling zu Mensch-Maschine-Zeiten mit den Leuchtdiodenschlips. Wie kam es dazu? Ja, das ist eine Verinnerlichung dieses Gedankens der Mensch-Maschine, dass der Mensch maschiniert als Roboter, und in diesem Geiste habe ich die jetzt wieder gestaltet, und die tragen die original roten Hemden, die wir natürlich konserviert hatten, und die Krawatten haben neue Dioden bekommen, die alten waren leider kaputt, aber die funktionieren noch immer sehr gut, und wir haben uns entschlossen, die so als Impersonator, also Menschendarsteller auftreten zu lassen. Radio 1 Elektrobeats. Von Kraftwerkstücken gibt es unzählige Coverversionen, vom Balanescu Quartett über U2, die Cardigans, Senior Coconut, also Uwe Schmidt, bis zu Rammstein. Welche findest du persönlich besonders gelungen bzw. skurril? Gibt ja auch in Japanisch sehr viele Sachen. Ja, mir gefällt am besten Balanescu, natürlich Alexander Balanescu, er spielt das perfekt und hat da so einen Geist, den er rüberbringt, und trägt einen eigenen Gedanken oder künstlerischen Gedanken da rein, indem er das so darstellt, und mir gefällt das jetzt am besten. Radio 1 Elektrobeats. Coldplay haben für ihren Titel Talk die Titelmelodie von Computerliebe verarbeitet. Ich habe mal gelesen, Chris Martin hätte dir im besten Schulenglisch eine Anfrage geschickt. Stimmt das soweit, die Geschichte? Richtig, das ist richtig. Und gab es dann sofort von dir das okay? Ja, er hat ja das Band mitgeschickt, wie sie es spielen, und das fand ich schon okay. In meinen beiden letzten Interviews sprachen wir über deine große Begeisterung für den Rennradsport. Du hast mir damals gesagt, dass du ansonsten kaum Hobby hättest und die Kommunikation bei Kraftwerk auch in diesen Momenten passiert. Mit Tour de France hat sich Kraftwerk diesem Thema ein komplettes Album gewidmet, das in Deutschland damals auch auf Platz 1 ging. Ist das Rennradfahren nach wie vor dein großes Hobby, und kommen einem beim Radfahren dann solche Ideen wie die für Aerodynamik, Vitamin oder Elektrokardiogramm? Ja, natürlich. Ich habe das mit meinem französischen Freund Maxim Schmidt auch zum Teil auf Französisch getextet. Und die Konzepte entstehen aus diesem freiheitlichen Bewegungsablauf beim Radfahren. Man fährt da rum und sieht die Landschaft, erlebt den Körper und das Wetter und befreit die Gedanken, weil man kann sich vorstellen, unsere Musik haben wir über Jahrzehnte in geschlossenen Räumen gespielt, teilweise ohne Licht. Haben wir immer gearbeitet mit Kunstlicht und Kunstluft. Und es ist so eine Ergänzung, eine Regeneration, und das spiegelt sich ja in den Texten auch wieder. Die Mensch-Maschine, also diese freiheitliche Gedanke von Menschen und Maschinen, die zusammenarbeiten und sich bewegen und irgendwie künstlerische Werke erzeugen. Radio 1 Elektrobeats. Du hast 2014 für Kraftwerk den Lifetime Achievement Grammy erhalten. Was schießt einem da durch den Kopf, als du die Benachrichtigung bekommen hast, der wohlverdiente Lohn für jahrzehntelange Klangforschung und Verdienste in Sachen elektronischer Musik? Ja, als die Nachricht kam, und dann normalerweise sind wir nicht an Preisen oder solchen ganzen Partys so interessiert, dass die Zeit haben wir auch nicht. Aber als ich die Grammy-Nachricht für unser Lebenswerk, und den hat eben mein früherer Partner Florian Schneider und wir haben den bekommen, und ich bin dann dahin gefahren, weil ich auch das verstanden habe, diese Ehre, die durch die Liste der Künstler, die das vorher erhalten haben, von Stravinsky über Maria Callas, von Ray Charles bis Little Richard, und das war mir irgendwie ein wunderbares Gefühl, dass
diese Anerkennung anzunehmen. Seitdem du, ich glaube es war 2012, einem Kollegen der New York Times zu Protokoll gegeben hast, ihr arbeitet an einem neuen Kraftwerk-Album, kommt natürlich immer die Frage, wie der Stand der Dinge ist. Eure Konzerte auf Blu-ray, hast du schon angesprochen, wären auch total großartig. Wenn wir in die Zukunft schauen, wie geht's nach Berlin weiter? Da spielt ihr in Amsterdam, Kopenhagen, eure 8 Konzerte und dann gibt's auch noch ein Einzelevent in Barcelona. Wie sehen eure Pläne danach aus? Das ist noch offen. Wir fahren jetzt am am Mittwoch schon nach Amsterdam und werden dann spielen im Paradiso und ich habe dann irgendwie in uralten Unterlagen geguckt und festgestellt, dass wir im September 1976 zuletzt dort waren. Und ich freue mich, da wieder zu sein. Und ich werde vielleicht mal die Frage stellen, ob irgendjemand im Publikum auch damals da war. Gibt's denn, kann man schon eine Prognose wagen, wann sich die Hörer auf das nächste Kraftwerk-Album freuen dürfen? Das ist eine schwierige Frage. Und die Antwort heißt meistens bald. Sobald wir das irgendein Werk fertig haben, werden wir das veröffentlichen. Das war aber immer so. Radio 1 Elektrobeats.